Ich kann mich nur wiederholen zum millionsten Mal. Einfach nicht gambeln, dann wird man auch nicht verarscht. Das mit Abstand Klügste, was man in diesem Game machen kann, ist einfach niemals gambeln. Sicherlich dauert dann manches länger, aber dafür hast du auch nie das Gefühl, dass es irgendwas komplett sinnlos war. Weil dieses Gefühl der kompletten Sinnlosigkeit, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich bin jetzt bei 405 UJBs, es fehlen noch 95. Dafür habe ich Monate gebraucht, die selber zu farmen. Und auch nie solo, also man hätte das natürlich auch beschleunigen können, wenn man jetzt solo noch in Dungeons gehen würde, um sie extra zu farmen, aber ich habe sie ja wirklich nur mit Gruppen-Content auch gefarmt, also wirklich auf den mühseligsten Weg, wie man sie zusammenkratzen kann. Und wenn in diesen 500 einfach nichts drin sein wird, verliere ich wahrscheinlich so ungefähr 70% meines Geldes, also des Wertes. Geld habe ich keins verloren, ich habe es ja gefarmt, aber dann werde ich so ungefähr 70% des Wertes verlieren, Pi mal Daumen. Oder mehr, je nachdem. Und ich hätte sie aber auch einfach verkaufen können die ganze Zeit. Aber ich habe ja bewusst dieses Gamblen in Kauf genommen. Also wenn dann jetzt keine Rune bei rauskommt, wovon man ehrlich gesagt ausgehen sollte. Man sollte immer vom Schlechtesten ausgehen, wenn man ans Gamblen denkt. Weil es wird halt einfach immer auch mal wieder nicht klappen. Und dann, ja, wusste ich das doch vorher schon. Und es war ja meine eigene bewusste Entscheidung, das zu machen. Und ich meine, natürlich beschwerst du dich. Ja, natürlich. Natürlich beschwerst du dich, natürlich regst du dich auf, keine Frage, das gehört ja dazu. Beim Gambling, man freut sich, wenn man gewinnt und man hasst alles, wenn man verliert. Aber wenn man sich selber ein bisschen kennt, und ich sag mal so, alle, die Flive spielen, sind ja alt genug, um sich selber einschätzen zu können in dem Sinne, dann weißt du ja, dass wenn du gamblest und verlierst, du sofort quitten würdest. Also wäre es dann wahrscheinlich klüger, einfach nicht zu gamblen, wenn du so, sag ich mal, radikal bist. Also dann bist du halt einfach fürs Gamblen nicht gemacht. Dann solltest du das wahrscheinlich einfach nicht machen. Also, wer spielt, muss auch verlieren können, sag ich mal. Und wer nicht verlieren kann, der darf halt nicht spielen. Also, der darf nicht gamblen. Spielen schon, aber nicht gamblen. Und in den meisten Fällen, wie gesagt, ist ja Kaufen sowieso viel klüger. Also wenn es um Equipment geht, ist es so viel klüger. Muss man wirklich sagen. Ultimate plus 10 Butcher's Carnage ist das Paradebeispiel dafür. Deswegen, wie gesagt, also wie sich so eine Meinung zu 100% drehen kann, ohne dass was passiert, verstehe ich halt nicht. Und je nachdem, was passiert ist, verstehe ich es dann vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, was passiert ist. Wenn man gescammt wurde zum Beispiel, okay, wenn dein gesamtes Equipment, dein ganzer Char wurde gelöscht, beziehungsweise gehackt, geklaut, wie auch immer, weil das ja eigentlich auch nicht einfach so passieren kann, aber ich meine, dann kann ich es irgendwie verstehen, natürlich, dann hätte ich auch keine Motivation, wahrscheinlich von neu anzufangen. Wenn jetzt alle meine Accounts gewiped werden würden, wüsste ich nicht, was ich dann tun würde, ehrlich gesagt. Sowas könnte ich auf jeden Fall nachvollziehen. Oder wenn du einfach nur gescammt wirst um alles, was du hast. Könnte ich auch wahrscheinlich nachvollziehen. Aber es muss etwas Nachvollziehbares sein. Ich meine, einfach nur beim Gamblen zu verlieren, wie gesagt, ich finde, das ist nicht wirklich nachvollziehbar, weil du wusstest ja, was das Risiko ist, etc. Also wegen einem fehlgeschlagenen Gamble alles auf eine Karte setzen und dann quitten, das verstehe ich nicht wirklich. Aber am Ende des Tages muss es ja jeder selber wissen.